Wieder eine Barbe. Boah. Der Sound von der Rolle, Wahnsinn. Na, mal schauen. Richtig schöne Rheinbarbe. Hallo Angelfreunde, seid gegrüßt. Ich bin mal wieder hier am Rhein und werde es wieder auf Winterbarbe probieren. Wir haben es heute relativ mild, es sind im Moment 8, 9 Grad. Allerdings ist es heute ein bisschen stürmisch. Wir schauen mal, wie das mit dem Angeln klappt. Ja, wie ich angel, wie ich vorgehe, das zeige ich euch alles, währenddem ich angel. Welche Köder ich verwende, welche Taktik, welche Montagen, was für ein Gerät. Und da würde ich sagen, viel Spaß beim Video. So, die Ruten sind drin, die habe ich schon mal reingeworfen. Jetzt zeige ich euch mal, wie ich hier vorgehe. Und zwar, beim letzten Mal habe ich ja ohne Schnurclip geangelt. Und heute werde ich mit der linken Rute mit dem Schnurclip angeln. Das heißt, ich angel mit der linken Rute immer auf eine Distanz. Das werden so circa 30 Meter sein. Und mit der rechten Rute, da angel ich ohne Schnurclip und werde dann immer mal variieren, ne? Dass ich mal weiter rausgehe und so vielleicht die Fische in einer anderen Spur suche. Oh, so, holen wir mal die rein, dann zeige ich euch mal meine Montage. Ich angel hier 4 Meter lange Ruten, das wisst ihr, um die 150, 180 Gramm Wurfgewicht. Stabile Rollen, das ist jetzt eine 5500er Größe. Aber Hauptsache, die ist stabil und wir haben hier halt Korbgewichte 100 Gramm, 120 Gramm. Und deswegen, da muss eine Rolle schon stabil sein, ne? Sonst hält die das nicht aus. Dann habe ich hier jetzt eine 28er monophile Schnur drauf. Zur Montage, das ist meine ganz normale Freilaufmontage. Also hier der Korb quasi, in dem Fall ein 100 Gramm schwerer Krallenkorb, läuft hier frei auf der Schnur rum. Dann wird er hier gestoppt, dann habe ich hier ungefähr 15 cm verdrallte Schnur, eine Schlaufe und da kommt dann mein Vorfach dran. Mein Vorfach, das ist ein 25er Mono-Vorfach und als Haken habe ich jetzt einen 12er Haken, eine Gummimade und 4 Maden vorne dran. So, das Futter, was ich heute benutze, das ist das von HJG Drescher Deep and Stream. Und da habe ich noch von dem Pimp Your Groundbite River eine halbe Tüte reingemacht. Weil da habe ich dann ganz viele rote und gelbe Partikel. Und durch das Deep and Stream ist halt eine richtig gute Bindung. Das heißt, das ganze Futter kommt schön am Grund an. Und da habe ich immer gute Erfahrungen mitgemacht. So, jetzt werfe ich mal rein und dann klippe ich die Geschichte ein. Ich zeige es euch mal. Also einfach so, gar nicht zu weit. Ich denke, ja, das sind gut 25 Meter, 30 Meter. So, und jetzt nehme ich hier einfach ein Gummiband. Ganz normales Haushaltsgummi um die Spule. Und dann in den Schnurclip. So. Mehr ist es nicht. So. Sollte jetzt eine große Barbe beißen, die gleich viel Schnur abzieht, dann reißt einfach das Gummiband und ich kann sie ganz normal über die Bremse drillen. Und muss dann halt einen neuen Wurf machen und wieder neu einklippen. Aber auf jeden Fall kann der Fisch frei Schnur ziehen. Und jetzt während dem Angeln durch den Schnurclip bringe ich natürlich immer wieder Futter auf dieselbe Stelle ein. Das hat halt einfach den Vorteil, ich bilde so eine Futterspur. Ich hoffe mal, dass es funktioniert. Heute verwende ich keine geklebten Maden, weil ganz einfach die Fische sind noch nicht aktiv. Das Wasser ist 6, 7 Grad kalt, also das wird heute eher eine zähe Angelei. Ich bin froh über jeden Fisch, der heute beißt. Deswegen benutze ich hier, mache halt immer mal wieder ein paar Maden mit in den Korb rein, aber keine geklebten Maden heute. So, und jetzt zeige ich euch noch meine zweite Route. Da werde ich ein bisschen variieren mit den Köder. Das ist so meine Joker-Route dann.
Momentan habe ich Tomaten drauf, aber ich denke, da machen wir gleich mal wieder so ein Pellet dran oder vielleicht mal ein Stückel Käse oder Wurm. Wie gesagt, da probiere ich mich dann immer aus. So, und jetzt die andere Route. Wie gesagt, da habe ich jetzt hier mal als Köder so einen roten Dumble. Das sind extra Barben-Dumbles. Die gibt es hier. Spicy Sausage nennen die sich. Und mit denen habe ich schon ganz gut hier gefangen. Ja, das ist natürlich auch die rote Färbung. Die rote Farbe funktioniert eh immer gut auf Barben. Da habe ich jetzt einen 120 Gramm schwerer Korb. Und ja, die Dumbles, die habe ich ganz normal an so einem Gummiband dran gebunden. Und wie gesagt, die Route jetzt ohne Schnurclip. Und die werfe ich einfach mal jetzt weiter rein oder näher, je nachdem. Suche ein bisschen die Fische. So, schau halt immer, dass die Rolle nicht ganz zu ist, weil die Barbenbisse kommen doch teilweise sehr heftig. Und wenn jetzt die Rolle zu wäre, dann kann hier alles ins Wasser fliegen. Das wollen wir ja nicht. So, und jetzt würde ich sagen, warten wir einfach mal auf den ersten Biss und trinken mal schön gemütlichen Kaffee. So, wieder neu werfen. Also ich werfe hier wirklich alle 15 Minuten ungefähr immer neu ein. Halt die Route mit dem Schnurclip. Bisschen kürzer, ich denke mal so alle 10 Minuten. Was auch immer gut funktioniert, dass man mal die Köder dippen kann. So, mein Karamelldip, der funktioniert eigentlich immer gut. So, und dann geht es wieder rein. Das Futter ist richtig schön klebrig, also perfekt. Das habe ich wie immer einen Tag vorher angemischt. So, jetzt mit dem Gummibandclip muss man halt ein bisschen vorsichtig werfen. Man darf nicht zu fest in den Clip werfen, sondern ein bisschen mit Gefühl, sonst reißt es. So wie jetzt. Obwohl, der ist nicht gerissen, der ist einfach nur rausgesprungen. Aber nicht schlimm, machen wir ihn einfach wieder rein. Müsst mal schauen, ob ich ein kleineres Gummiband habe. Weil das ist, glaube ich, ein bisschen zu groß. Aber es geht. So, wieder hier drum fummeln. So. Rute ablegen. Kontrolliere ich nochmal die Bremse, dass die nicht ganz zu ist. So, perfekt. So, und das alle 10 Minuten. Und da hoffen wir mal, dass demnächst die Fische am Platz sind. Oder dass oder das, was vielleicht auf ein Pellet geht. Wir werden es sehen, Leute. Ja, endlich mal nicht mehr so kalt. Es war jetzt die letzten Wochen immer so eisig kalt. Heute ist es mal richtig, da fühlt man sich mit 8 Grad, ist es schon richtig mollig warm. Jetzt hat auch so ein bisschen der Wind nachgelassen, der pfeift nicht mehr ganz so arg. Na gut, Leute, hoffen wir mal, dass was beißt. So, jetzt sind gerade eben wieder 2 Schiffe vorbeigezogen. Ja, und das ist dann immer so eine heiße Phase. Ne? Da habe ich auch das letzte Mal den Biss bekommen. Deswegen, wenn da Schiffe vorbeiziehen, da bin ich dann immer hellwach.
Entweder bevor sie vorbeiziehen, so, wenn sie so 50 Meter entfernt sind, oder wenn sie schon vorbeigezogen sind, dann lasse ich immer noch so 1-2 Minuten drin. Und dann kommt wirklich sehr oft ein Biss. Also wenn jetzt das Schiff vorbeizieht durch die Wellen, da bewegt sich die Spitze ganz leicht. Aber beim Biss, das merkt man dann, gerade die Barben, die kloppen dann so rein. Also das kann man eigentlich nicht verwechseln, ne? So wie jetzt, der Korb versetzt sich. Das erkennt man gut an der Spitze, das geht so rhythmisch. Beim Biss knallt es dann richtig rein, ne? Es ist zwar eine Freilaufmontage, wo ich da angel, aber ich sag mal, in der allermeisten Fälle hakt sich die Barbe dann über die Spitze. Ich benutze hier 4 Unzen Spitzen und man hat eigentlich kaum Fehlbisse. Und jetzt haben wir sie dran. Ihr habt es gesehen, sogar live drauf. Und wie ich gesagt habe, Freunde, genau wenn das Schiff vorbeikommt, muss man halt wirklich aufpassen im Drill, weil die Barben, die haben richtig Kraft. Lieber ein bisschen ruhiger gedrillt und sich ein bisschen Zeit lassen, als dass man dann den Fisch verliert. Also so wie der jetzt kämpft, denke ich mal, ist es zu 90% eine Barbe. Hat jetzt die 4 Maden genommen und die Gummimade. Ja, es ist richtig windig. Ja, immer die Rute hochhalten, dass ja nicht der Korb in die Steine reinrutscht. So, dürft sich so gleich sehen. Und auch wenn sie vor dem Kescher ist, ganz ruhig bleiben. Also ja, nicht hektisch. So. Oh, ist eine richtig schöne Barbe. Jetzt kommt sie bei und eingelöffelt. Jawohl. So, erste Barbe für 2023. Ich lege sie mal jetzt schön auf die Matte und dann schauen wir mal. So, hier die erste Barbe für dieses Jahr. Ich messe die Barben und wiege die Barben normalerweise nicht, aber hier bei der Abpackmatte habe ich halt so ein praktischen Maßband mit dabei. Und die ist ja so 65 cm. Also ich schätze mal so gut 3 Kilo. Eine schöne Reinbarbe. Ne? Das sind so die ganz typischen. Hier gibt es natürlich riesengroße Barben, aber heute Winter, ich freue mich über jeden Fisch. Petri. So ihr Lieben, nächste Barbe im Drill. Das war ein richtig heftiger Biss. Der hat gleich mal richtig viel Schnur gezogen.
Also ich denke, das ist eine größere Barbe. Ja, der Wahnsinn. Also ich habe den Biss leider nicht auf Kamera, aber also sowas habe ich auch noch nicht erlebt. Also die Angel, die hat einen Satz gemacht. Das war wirklich ein brachialer Biss. Auch wieder gerade eingeworfen. Die Gummimade, 3 Maden vorne dran. Und da hat es geknallt. Ich habe hier eine neue Route im Einsatz. Die habe ich jetzt erst das 2. Mal im Wasser. Aber macht richtig Spaß. Schöne Aktion. Ist auch nicht zu steif. So, und wieder eine Barbe. Boah. Diesmal die ist größer. der Sound von der Rolle, Wahnsinn. Absolut genial. Wie gesagt, beim Drillen, gerade wenn sie auch schon, wenn man denkt, die ist müde, immer langsam, immer aufpassen. Weil es gibt nichts Ärgerliches, wie wenn sie vorm Kescher abgeht. So, aber die ist drin. Boah, Leute, die ist noch größer wie die andere. Boah. Das sehe ich schon, die hat bestimmt, boah, die hat bestimmt ihre 4, 5 Kilo. Wir gehen mal auf die Matte. So, also hier Barbe Nummer 2. Machen wir mal wieder schön nass. So, befreien wir sie mal schön vom Haken. Ja, hängt natürlich wieder, hängt natürlich ganz knapp vorne. So wie es sein soll. So, geht ganz leicht raus der Haken. So, machen wir mal den Korb noch zur Seite. Okay. Ja, hat, ich würde sagen 70 cm. Also 70 cm. Und ja, wiegen tue ich sie jetzt nicht, aber ich denke mal so vom Gefühl her 4, 4,5 Kilo. Könnt ihr mal schauen. Richtig schöne Rheinbarbe. Toller Fisch. Also es hat sich heute absolut gelohnt, die Taktik, alles aufgegangen. So Freunde, die nächsten Schiffe kommen jetzt hier vorbei. Die lassen wir jetzt noch schön vorbeiziehen und dann werde ich wieder die Routen frisch machen. Also ich muss sagen, klappt heute wirklich wunderbar. So, die ganze Taktik geht heute voll auf. Ach, das Futter mit dem Deep & Stream heute hat wieder richtig zugeschlagen. Und jetzt schauen wir mal, jetzt warte ich noch die 2 Schiffe ab, dann holen wir wieder ein, machen wir die Routen wieder frisch und vielleicht kommt ja noch was. Ich denke, so eine gute Stunde werde ich noch angeln und dann reicht es für heute. Aber es wird jetzt schon langsam kalt, ne? Es sind 8 Grad, aber wenn man jetzt die ganze Zeit hier sitzt und sich nicht bewegt, dann merkt man das schon, ne? Es war wirklich so eiskalter Wind, wo irgendwie mir ins Gesicht bläst die ganze Zeit. So ihr Lieben, ich werde zusammenpacken. Also es stürmt jetzt richtig heftig, deswegen. Und ich denke, die 2 Barben, das reicht auch für heute. Es war ein fantastischer Angeltag. Hat einfach nur Spaß gemacht, ja. Und ich würde sagen, Leute, wenn euch meine Videos gefallen und mein Kanal, lasst mir ein Abo da, da würde ich mich drüber freuen. Bleibt gesund.
und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.